Willst du die Grenzen deiner Realität sprengen? Könntest du dir vorstellen, wenn du in der Nacht schläfst, dass sich plötzlich eine neue Welt auftut und du nicht unbewusst in den Unterbewusstsein deines Seins versickerst, sondern indem du komplett wach bist, so wie jetzt, und dort deine Abenteuer, deine Sehnsüchte, das, was du dir immer gewünscht hast, mit deinem Idol zu sprechen, mit jemandem etwas zu erleben, irgendwas Verrücktes zu tun oder zu fliegen, was auch immer das sein mag, Zeitreisen, egal was, zu erleben. Ja? Und ja, diesen Weg gibt es. Das werde ich dir in diesem Video vorstellen. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, Autor vom Buch Das große Mysterium und ich möchte dich einladen, heute in das Thema luzides Träumen einzutauchen und ich möchte dir 7 Techniken vorstellen, wie du sowas erleben kannst. Falls du glaubst, dass sowas nicht möglich ist, wissenschaftlich ist luzides Träumen bereits wissenschaftlich komplett nachgewiesen. Und auch Skeptiker, wenn die googeln, wissen, dass es komplett wissenschaftlich nachgewiesen, dass das funktioniert und dass es geht. Und deswegen ist das kein spirituelles ESO-Gequatsche, sondern es ist einfach wissenschaftlicher Fakt. Ich war selber viele, viele Jahre Gerichtssachverständiger und glaube nur das, was ich selbst erlebe. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Ja. Also, luzides Träumen ist im Grunde nichts anderes als du lernst, deinen Bewusstseinszustand zu verändern und in einen erweiterten Zustand zu gehen und also sprich, dass dein Körper schläft und du mit deinem Geist wach bist, ja. Und dann fängt so die Schlafparalyse an und du wechselst sozusagen in diesen anderen Traumzustand, bleibst aber dabei bewusst und wach. Und ab einem Punkt baut sich dann der Traum auf und da greifst du noch nicht ein und irgendwann ist das Ganze stabil, das Setting ist da, dein Traum ist real geworden und dann kannst du selber mit deinem Bewusstsein alles lenken und kontrollieren und tun, was du willst. Ja. Das ist mal so die Theorie. Die Praxis ist viel, viel komplizierter und deswegen ist es eben wichtig, sich auf das zu fokussieren, was bei dir funktioniert. Ja. Also, die Vorteile sind eben, dass du selber, ich kann mich noch in einem meiner ersten Astralreisen, wollte ich schon sagen, luziden Träumen war, dass ich sehr, sehr ausgelaugt von der Arbeit war und ich wollte einfach Urlaub machen, aber ich hatte einfach keine Zeit, mir Urlaub zu nehmen. So diese Tankstelle, die man hin und wieder besuchen muss, um einfach wieder runterzufahren. Und bin dann irgendwann luzid geworden und dachte mir so, jetzt gönne ich mir meinen Urlaub, ja. Und habe dann als erstes in dieser Nacht alle möglichen Sportwegen, das war schon vor vielen Jahren her, durchgefahren und so weiter. Und dann habe ich einfach Dinge gemacht, die ich nie tun würde im echten Leben, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ich bin dort einfach Ski gefahren, komplett ungefährlich im luziden Zustand, aber es war richtig geil, diese Mega-Pisten runterzufahren und dann in die Luft zu springen und solche Sachen. Das war ziemlich cool und bin dann Rennstrecken gefahren, alles Mögliche und dann habe ich noch Gegenden erkundigt und dann habe ich mir am Schluss dann noch vorgestellt, so, jetzt brauche ich noch so einen schönen geilen Abschluss, jetzt fühle ich mich so richtig erholt. Und dann war ich Klippenspringen, also wirklich, da war so eine Welt, die war mega groß, waren keine Ahnung, wie hoch diese Berge waren, aber unten war ein wunderschönes Meer. Andere Leute waren dort und waren und so weiter. Und ich war dann sozusagen auf dieser Klippe und bin immer runtergesprungen in dieses Wasser und habe dieses Fallgefühl gehabt. Das war einfach so episch. Und auch die Gegend, das war so traumhaft. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich dann wirklich ein Jahr lang keinen einzigen Urlaub mehr gebraucht, weil ich mich nur durch diese eine Erfahrung so erholt habe. Und das war für mich so eine meiner ersten luziden Träume. Und das war so, wow, krass, dass das geht. Ich liebe es, ja. Und ab da fing es dann für mich an, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige. Ich bin auch auf YouTube der YouTuber mit den meisten Erfahrungsberichten in erweiterten Bewusstseinszuständen. Ähm, deswegen kannst du mal anschauen, falls du weißt, was du wissen willst, was dich da noch erwartet. Ich habe viele andere Videos dazu. Ja. Also erstes, die erste Technik ist, was du tun solltest, ist, dass du ein Traumtagebuch führst, damit du das Unterbewusstsein darauf trainierst, ja, auf diese Informationen, die in der anderen Ebene passieren. Also auf der einen Seite geht es darum, dass du aufschreibst, in der Früh, wenn du munter wirst, dass du dich nicht bewegst, dass du im Kopf alles durchgehst und dann eben aufschreibst, was du erlebt hast. Ja? Und dann diese Sachen notierst als Stichwörter
und in deinem Handy dann überträgst, also diese Stichwörter aufschreibst von deiner Nacht und diese Sachen dann als diese Stichwörter definierst. Ja. Und vorm Schlafengehen gehst du sozusagen dann die letzten 3 Monate durch von den Stichwörtern. Du liest nur 2, 3 Stichwörter und der ganze Traum, den du hattest, kommt in dein Wachbewusstsein. Und dann gehst du sozusagen schlafen mit der Erinnerung der letzten 3 Monate aller Nächte, die du hattest. Und mit diesem Zustand bist du schon mal im erweiterten Zustand und bist in der Regel schon viel, viel luzider, wenn das dann wirklich sitzt in deinem Unterbewusstsein. Ja. Dann nimmst du dir sozusagen am Ende des Monats oder der Woche deine Traumtagebücher her und markierst die Anker, also was kommt immer wieder vor, ja, in deinem Traum. Ja. Ähm, also zum Beispiel, welche Person kommt immer wieder vor und so weiter. Und das, der nächste Technik ist dann die Reality Checks, dass du dir eben die Anker notierst, die immer wieder in deinen Träumen vorkommen, idealerweise in jedem Traum. Zum Beispiel, ich träume sehr, sehr oft von meinem Zwillingsbruder. Ja? Oder ich träume oft, dass ich durch Türen gehe. Und dann mache ich im echten Leben eben diesen Reality-Check, wo ich mir an jede Ecke ein Foto von meinem Bruder aufgeklebt habe und bei jeder Tür hingeschrieben habe, stopp, das ist ein Traum. Ja? Das heißt, immer wenn ich durch einen Türstock gehe, bleibe ich stehen, schaue mir das an und mache mir so, oh, okay, ich bin ein Traum. Und dann stelle ich mir vor, wie ich schwebe und dann stelle ich mir vor, wie ich weiter schwebe. Und nicht diesen, okay, ist doch kein Traum, ja, sondern ich bin drin, fertig. Ja. Und dann gehe ich einfach weiter. Das heißt, ich mache nicht diesen Reality-Check und dann sage ich mir, nee, ist doch kein Traum, ja, sondern ich mache den Reality-Check und bestätige mir, ja, das ist ein Traum und ich schwebe jetzt. Ja. Weil beim Schweben ist es ganz klar, dass du dann luzid bist. Ja. Und der nächste Technik ist, dass du dann auch ähm, wenn du luzid geworden bist, weil du wirst dann davon träumen und dann wirst du im Traum dir dessen bewusst und dann geht's los, ja. Und das Coole, was dann passiert ist, wenn du das tust, dass dein Unterbewusstsein, und das ist das Genialste überhaupt, ähm, dass du luzid wirst und in diesem luziden Zustand die ganze Zeit dann dir sagst, das ist ein Traum, das ist alles nur ein Traum, ich bin luzid, ich werde immer luzider und das ist ein Traum, luzid heißt bewusst. Ja. Und dadurch baust du mehr Bewusstheit auf, baust du auf, bis zu einem Punkt, wo der luzide Traum hyperreal wird und dann wird dann 100-mal realer als die physische Realität. Und dann ist es crazy. Und dann bist du plötzlich in diesen ultimativen luziden Traum, wo du dann in ein Restaurant reingehst, die Leute sitzen dort und essen und du bist komplett klar wie jetzt und setzt dich daneben, quatscht mit denen und du denkst dir so, okay, das ist physisch, ja. Und du weißt aber ganz klar, das ist die Realität, ja, die luzide Realität. Und dann kommst du drauf, wow, die physische Realität selber ist eine luzide Realität. Nur der Unterschied ist, dass die Leute nicht luzid sind, ja, dass sie unbewusst schlafen, dass sie in den Egos gefangen sind und dadurch glauben, das und der zu sein und diese Geschichte dort erzählen. Das wird dann sehr, sehr crazy, ja. Dann gibt es die nächste Methode, das ist die Wild-Methode. Awake in Induced Lucid Dream. Ja? Das ist, wenn du aus dem Wachzustand in den luziden Traum übergehst. Das heißt, du versuchst, deinen Körper zu entspannen, deinen kritischen Verstand zu entspannen. Wenn ich zu diesen Themen übrigens noch mehr Videos machen soll, schreib es mir unten in den Kommentaren hinein, dann werde ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Videos machen zum Thema luzides Träumen. Also schreib es mir unten rein und dann kann ich da mehr Videos zu machen. Ja. Also, du schläfst ein, hey, wenn du dabei bist, wenn du ein Like da lässt, das wäre der Oberhammer. Ja. Und falls du solche Videos nicht verpassen willst, dein Bewusstsein mehr erweitern willst, dann vergiss nicht zu abonnieren, dass ich mache mindestens 2-mal die Woche ein Video, dann abonniere den Kanal, vergiss die Glocke nicht, dann wirst du informiert, dass du ein neues Video bekommst von mir. Ja. Also, du schläfst ein, wachst dann auf, also du versuchst, dass dein Körper schläft, dein kritischer Verstand schläft und dann im nächsten Zustand gehst du in diese Schlafphase und hältst dich dabei wach. Da gibt es sehr, sehr viele Übungen. Wie gesagt, wenn ich mehr Videos dazu machen soll, wie diese Übungen genau funktionieren und welche Varianten davon es gibt, die sehr, sehr effektiv sind, dann schreibt es mir unten rein. Wenn genug Kommentare sind, mache ich dann eigene Videos dazu. Die nächste Methode ist die Mild-Methode. Das ist die Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Das ist sozusagen die Gedächtnisstützen selbst suggeriert. Ist auch eine sehr, sehr krasse Methode. Aber ich kann da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil es gibt sehr, sehr viele Methoden, die man machen kann.
Deswegen erzähle ich nur, was für Methoden es gibt. Die nächste Methode ist dann die Wake Bed to Bed Methode. Ja, das heißt, du wachst auf, ganz normal in der Früh, bleibst kurz wach und dann gehst du wieder zurück und versuchst nochmal einzuschlafen. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, die funktioniert, die super funktionieren kann, um luzides Träumen zu indizieren. Dann gibt es die visuelle Stimulation oder die auditive Stimulation für luzides Träumen. Also zum Beispiel mit der Cassina Mind Machine oder mit Brainwave 3D-Frequenzen, die du nutzen kannst, funktioniert sehr, sehr gut, wo du dann dein Gehirn stimulierst, weil Menschen, die im luziden Zustand waren, die haben ein gewisses Gehirnmuster. Ja, und wenn du diese Frequenzen hörst, dann simulierst du im Gehirn dieses Muster, dass du bereits im luziden Traum bist. Und dann geht es für dich nur noch darum, einzuschlafen. Und das Gehirn wird dich in diesen Zustand schicken, wenn alles gut läuft, wenn diese Serotonin-Melatonin-Kombination passt. Ja. Wie gesagt, wenn du mehr Techniken dazu willst, schreib es mir in die Kommentare rein. Ich mache einfach mehr Videos zu den einzelnen Verfahren. Ja. Die nächste Methode ist meine ultimative Methode, ist, dass du um 22 Uhr also versuchst einzuschlafen und dann um 4 Uhr in der Früh aufstehst, maximal 5 Uhr, und dann liest du eine Stunde oder vielleicht 1,5 Stunden maximal in einem Buch, idealerweise über das Thema luzides Träumen oder außerkörperliche Erfahrungen. Und dann wirst du merken, so nach 1,5 Stunden, wie du wieder leicht müde wirst oder zumindest sagst, ich könnte jetzt aufstehen, aber ich könnte auch noch eine kleine Runde schlafen. Ja. Wenn du das tust, ich habe mit diesem Verfahren in 10 von 10 Fällen einen luziden Traum oder eine außerkörperliche Erfahrung oder eine Seelenreise oder etwas ganz, ganz Verrücktes, so mystische Erfahrungen. Probier das mal aus, das wird dich auf jeden Fall umhauen, was dann passiert. Ja. Wichtig ist am Anfang, dass du mit Frustration, wenn du Anfänger bist, dass du lernst, mit Frustration umzugehen, dass wenn es nicht geklappt hat, dass du nicht sofort aufgibst, dass du einfach, das ist wie im Fitnesscenter, luzides Träumen ist, du gehst ins Fitnesscenter und du musst diese, sagen wir mal, 50 Kilo stemmen und dann musst du einfach üben. Wie alles im Leben. Jeder Sportart bedarf Übung und irgendwann wirst du merken, okay, ich bin mal kurz luzid geworden und dann wirst du immer öfter und dann irgendwann wirst du diesen Punkt erreichen, ich nenne es diesen Breakthrough Point oder Break-Even Point, wo du immer, wenn du deine Augen zumachst, wo du immer in eine luzide Realität geworfen wirst oder eine außerkörperliche Erfahrung, weil dein Bewusstsein sich schon durch diese Erfahrung und durch die Konditionierung der Übungen darauf eingestimmt hat. Ja. Ja, und falls du selber schon mal einen luziden Traum hattest, ja, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, was du getan hast und was du erlebt hast, wenn du es mir unten in den Kommentaren kurz hinschreibst. Das wäre mega cool, weil ich lese das durch und ich freue mich sehr, von dir inspiriert zu werden. Ja. In dem Sinne, wenn du keine Videos verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Falls du dich wirklich für solche Erfahrungen, die sehr, sehr krass sind, interessierst, dann lese mal das Buch Das große Mysterium. Da wird es dir im wahrsten Sinne des Wortes den Atem verschlagen. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du dich für das Thema Bewusstseinserweiterung interessierst. Und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Also, bis dann. Tschüss.